Ja, hi Leute, willkommen auf meinem Kanal M4 Live. Und wie ihr wisst, habe ich den M3 jetzt über 5,5 Jahre und bin über 100.000 Kilometer damit gefahren, was eigentlich schon der Wahnsinn ist, wenn ich mir das so überlege. Mit dem M3 über 100.000 Kilometer ist echt schon total eine Seltenheit. Und das wollte ich mit euch jetzt mal teilen da draußen, weil ich habe jetzt endlich das Video für die 5 Jahre zusammengefasst. Die ganzen Kosten, Unterhalt, Versicherungen, welche Reparaturen hatte ich, so dass es für euch da draußen eine große Hilfe sein wird, wenn ihr euch jetzt für den M3 interessiert. Weil ich bekomme von euch immer über Instagram ein paar Nachrichten, gesagt, soll ich mir den Wagen holen oder den Wagen, was hältst du von dem M3? Ist überhaupt kein Problem, aber vielleicht hilft dieses Video euch da draußen auch nochmal, damit ihr es nicht vergisst, wie hoch der Unterhalt von dem M3 ist. Also wie gesagt, ich bin immer noch happy wie am ersten Tag, weil das ist der erste und einzige V8 und Emotionen sind einfach der Wahnsinn, das wisst ihr genau. Aber man sollte es nicht vergessen, wenn man sich so einen M3 kaufen möchte, wie teuer der Unterhalt ist. Also das vergisst man eben schnell. Weil kaufen ist manchmal gar nicht so das Problem, aber den Wagen zu unterhalten, das ist so, ja, sollte man nicht unterschätzen. Ja, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben von euch freuen. Abo ist super gern gesehen, weil jetzt habe ich hoffentlich bald die 10.000 erreicht. Und wenn ihr ein Abo da lasst, dann seht ihr noch weitere Videos zu anderen M-Modellen, anderen normalen BMW-Modellen. Da mache ich Probefahrten mit, rede über die Reparaturen, auf was sollte man achten, macht dann immer so Vorstellungen von den ganzen Abonnentenfahrzeugen und so, also sehr, sehr geil. Und ja, das würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und jetzt genug gequatscht, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Los geht's! So Leute, jetzt kommen wir erstmal wieder auf meinem Mac. Schauen wir mal hier, da hatte ich mir so eine kleine Präsentation für euch gemacht. Kann ich bei einem M3 leisten, Kostenüberblick nach 100.000 Kilometern. Und fangen wir da einfach mal an. Ich habe jetzt hier alles so quasi zusammengefasst für euch, was alles jetzt in den letzten 5 Jahren für einen Unterhalt bezahlt worden ist. So, dann gucken wir mal, fangen wir mal mit den Wartungen an. Bremsbeläge vorne, hatte ich jetzt gesagt, die Belege 160 Euro, die halten so um die 25.000 bis 50.000 Kilometer, hatte ich so im Internet gefunden. Bremsbeläge hinten hatte ich jetzt 120 Euro. Und wenn wir jetzt weiter schauen, das Wichtigste sind die Bremsscheiben vorne. Da hatte ich jetzt einmal gewechselt, Zimmermann Bremsscheibenbeläge, das war so ein Set, hatte ich günstig gekriegt, glaube für 600 Euro. Hat mir ein Kollege eingebaut. Ja, aber holt euch keine Zimmermann Bremsscheiben, das ist nicht mehr so gut, wie ich dachte. Also immer originale Sachen von BMW, das ist ja ATE. Hinten waren die Bremsscheiben 500 Euro. Gucken wir mal weiter, hat auch ein Kollege gemacht, eben halt so könnt ihr auch noch ein bisschen Geld sparen, wenn ihr das dann macht. So, gucken wir mal weiter. Also Ölwechsel mit Filter waren in den letzten 5 Jahren 840 Euro. Also ich habe so gerechnet, so 120 Euro pro Ölwechsel bei BMW. Plus nochmal das Öl, was ihr dann selber nochmal kauft. Also es gibt dann immer einen 10 Liter Kanister, also 2x5 Liter. Dann liegt es über 100 Euro für diese 10 Liter. Da habt ihr beim Ölwechsel 8,8 Liter benötigt. Und da habt ihr noch 1,2 Liter für euch, wenn ihr rumfahrt, zum Auffüllen. Ja, also das wären 700 Euro. Dann gehen wir weiter, also BMC Luftfilter habe ich bei mir noch drin. Müsst ihr nicht machen, ja, ich könnte den normal nehmen, aber dadurch ist das Ansauggeräusch natürlich ein bisschen besser. Die halten so um die 80.000 Kilometer und die könnt ihr noch auswaschen, aber man kann es ja noch mal selber wechseln. Dann Zündkerzen, hat auch ein Kollege gemacht, habe ich so 400 Euro jetzt insgesamt bezahlt. Man sagt ja alle so 40.000 Kilometer, 40.000 bis 50.000 Kilometer sollte man das wechseln. Ja, müsste ich jetzt auch bald wieder machen. Dann Sommerreifen, ja, da habt ihr mich ja auch alle sehr gefragt, jetzt, wie viele bezahle ich denn so für die ganzen Reifen? Also vorne sind ja nicht so teuer, der Verschleiß ist ja nicht so hoch wie an der Hinterachse, habe ich jetzt 800 Euro. Da bin ich ausgegangen von 200 Euro pro Reifen. Also habt ihr dann pro Satz 400 Euro, 2 Sätze in den 5 Jahren. Vorne, wie gesagt, ist jetzt nicht so schlimm. Hinten hatte ich natürlich mehr, sind 1500 Euro. Das sind ja diese 265, 35, 19. Ja, also da bin ich ausgegangen von 250 Euro pro Stück gerechnet. Also seid ihr 500 Euro pro Satz. Also 3 Sätze ungefähr jetzt verbraucht. Ja, ich weiß nicht, wie ihr da draußen fahrt, aber so kam man da schon mit hin. Ja. Und der Winterreifen, da habe ich auch Winterreifen. Da liegen so um die 600 Euro, also 150 Euro pro Reifen war das. 2 Sätze, jetzt das Gute ist, sind die gleichen Größe vorne, hinten diese 18 Zoll Original Winterfelgen vom BMW. Hinten habe ich jetzt einen Satz mehr, habe ich jetzt genommen, und dann liegt ja bei 900 Euro. Dann gucken wir mal weiter. Hinterachsgetriebeöl waren 160 Euro bei BMW. Das müsst ihr, ich glaube, 120, ich weiß gar nicht, 80.000, 120.000, ja. Auf jeden Fall waren das die Kosten für den Hinterachsgetriebeöl. Dann gibt es noch diesen Aktivkohlefilter, Mikrofilter für BMW vorne, also das habe ich jetzt 60 Euro genommen. Und wenn man jetzt insgesamt jetzt schaut, in den letzten 5 Jahren
Ja, kommen auf 7.415 Euro. Ist echt schon nicht wenig, wenn man das so sieht, aber ja, was willst du machen? So ist das nun mal. Was aber noch schlimmer wird, gucken wir jetzt mal, das sind die Benzinkosten. Ich habe es hier nochmal größer gemacht für euch. Ja, bei 100.000 Kilometer, haltet euch fest, sind 24.000 Euro. Ja, das ist einfach der Wahnsinn. Also wenn ihr so schaut, ich habe gerechnet, mit 15 Liter Verbrauch mal 1,60 Euro Aral Ultimate tanke ich ja nur. Also dann kommt ihr 100 Kilometer weit, sind 24 Euro. Tja, wie gesagt, auf 100.000 hochrechnen, habt ihr 24.000 Euro. Ja, das ist auch der größte Kostenfaktor beim M3. Aber ich glaube, die meisten von euch fahren ja nicht so viel wie ich. Das ist ja schon eine Seltenheit, dass ich so viel fahre. Aber damit ihr es mal wisst. Kosten für Versicherung habe ich auch nochmal aufgezählt. Liegen so um die 7.500 Euro in den letzten 5 Jahren insgesamt. Da bin ich davon ausgegangen. Also bei mir jetzt ist Vollkasko 1.000 Euro Selbstbeteiligung, Teilkasko 150, Rabattschutz habe ich drin. Das heißt, ihr werdet nicht hochgestuft, wenn ihr einen Unfall habt. Schutzbrief ist mit drin, also dieser Abschleppservice. Die meisten von euch haben ja auch ADAC, dann braucht ihr das nicht, aber das kostet nicht viel. Grobe Fahrlässigkeit, 20.000 Kilometer pro Jahr, das macht natürlich sehr, sehr viel aus. SF16 habe ich und Fahrer über 25. Also ihr müsst mal aufpassen, wenn ihr jetzt unter 25 seid, ihr habt ja dann noch nicht so eine SF-Klasse und ihr fahrt dann hoffentlich nicht so viel. Dann kommt ihr natürlich noch höher von der Versicherung. Ne? Ja, aber da habe ich euch ja der autokostencheck.de, habe ich euch das mal gezeigt. Da könnt ihr es auch nochmal nachschauen oder autoampel.de. Ja. Und dann Steuern habe ich in den letzten 5 Jahren 1.850 Euro. Das waren, glaube ich, 370 Euro um den Dreh. Ja, das ist dann immer sehr, sehr schön. Reparaturen habe ich jetzt auch nochmal aufgezählt. Batterie waren 350 Euro, da hatte ich auch schon gesehen, da haben welche von der 450 bezahlt. Dann Drosselklappen, Stellmotoren, die kommen auf jeden Fall, also damit müsst ihr rechnen, das waren jetzt beide zusammen 1.400 Euro. Dann Lagerschalen plus Motorlager, das müsst ihr auch machen, bei 80 bis 100.000 Kilometer sollte man die wechseln. Also die Facelift-Modelle haben verbesserte Lagerschalen drin, dann müsst ihr es ja auch bei 100.000 machen, weil ihr könnt ja sowieso nicht reinschauen, wie der Vorbesitzer gefahren ist. Aber es waren jetzt 1.400 Euro, die hatte ich dann auch gemacht. Dann ein Fußraummodul, das war auch mal kaputt. Das heißt, bei mir ging nur das normale Standlicht an, also kein Xenonlicht. Also Fußraummodul ist für die ganze Lichtelektronik verantwortlich. Also das Licht war 300 Euro. Dann Getriebewechsel hatte ich beim Frank gemacht. Liebe Grüße nochmal. Hat er, ich glaube, fürs Öl habe ich was bezahlt. Ich glaube 120, 130 Euro. Und dann habe ich Frank noch was gegeben und habe ich jetzt 200 Euro bezahlt. Müsst ihr nicht unbedingt machen, weil viele schreiben das ja auch immer. Aber bei meiner Laufleistung sollt ihr es schon mal machen. Das Öl war schon ein bisschen dunkler. Ich habe auch das Gefühl, das schaltet ein bisschen besser. Dann Schaltzentrum war kaputt, das heißt, der Fehler war so bemerkbar, dass ihr konntet die Schaltwippen nicht mehr benutzen. Ja, das war ein Problem, da war ich beim Robert, liebe Grüße auch nochmal Robert, der hatte dann das Schaltzentrum ausgebaut, also ist quasi unter dem Airbag alles verbaut und da war irgendwas kaputt, dann habe ich mir ein Schaltzentrum gekauft und nachher ging das. Das hat ein bisschen gedauert, weil ihr müsst aufpassen, für den M3 gibt es ein spezielles Schaltzentrum. Ja. Also nicht nur für E92, sondern für den M3 speziell müsst ihr das haben. Und dann müsst ihr aufpassen, ob ihr Tempomat habt, ja oder nein. Wenn wir jetzt die Kosten dazu nochmal addieren, kommen wir auf 3.780 Euro. Ja. Und wenn wir das jetzt alles zusammenzählen, die ganzen 5 Jahre, ja, bin ich schon mal vom Hocker weitergefallen, sind 44.545 Euro. Also das ist echt verrückt. Also ist schon ein bisschen bescheuert, dass man das macht. Ich habe mir das auch immer überlegt, aber ja, das sind jetzt die Kosten für euch, dass ihr mal so im Überblick habt. Und dann habe ich noch weitere Punkte aufgezählt, was jetzt nicht so relevant ist. Das war jetzt ein bisschen ja, freiwillig, die zähle ich jetzt hier nochmal auf für euch. Das war jetzt für Tuning und Optik. Das kommt ja auch noch hinzu. Da habe ich auch noch ein paar Sachen gemacht. Also wenn ich jetzt mal Tuning so sagen würde. Mediumod hatte ich glaube ich 400 Euro bezahlt. Und da gibt es verschiedene Angebote, müsst ihr mal gucken bei eBay Kleinanzeigen. Oder andere Händler machen das auch. Ich glaube, JP macht das auch und Sydney, die liegen so bei 500, 600 Euro. Dann Xenonbirnen hatte ich geholt, 2 Sets, das sind 200 Euro. Diese blauen MTech Kennzeichen-LEDs habe ich geholt in den letzten 5 Jahren. Das waren ja mehrere, ich glaube, das waren 6 Stück ungefähr. Ja, die gehen alle halbes Jahr kaputt oder so. Das waren 180 Euro. Kennzeichen aus Carbon hatte ich ja jetzt letztes Jahr geholt. Das waren 120 Euro. GTS Getriebesoftware, sehr, sehr gut, liegt hier ungefähr bei 100 Euro. Liebe Grüße an Patrick nochmal, danke dafür nochmal. Dann gibt es Eibach-Federn, liegen so um die 200 Euro. Danke auch nochmal Markus für den Eimer und dass das also geklappt hat. Dann Spurplatten hatte ich noch geholt, 200 Euro. Lenker beziehen und Handbremshebel beziehen, das ist auch nochmal Robert, danke nochmal. Also müsst ihr unbedingt machen, wenn ihr sowas macht. 300 Euro waren das. LED-Innenraumbeleuchtung waren 100 Euro.
Ich glaube, da gibt es so ein Set 80 bis 100 Euro. Und M3 Nieren in schwarz, dieser M4-Look. Das fand ich ganz cool, das liegt bei 50 Euro. Dann habt ihr da Kosten von 1850 in den letzten 5 Jahren für diese Umbaumaßnahmen. Also das ist, glaube ich, nicht so viele. Ich glaube, es gibt viele, die kaufen sich ein Fahrwerk für 3000 Euro, dann bist du schon drüber. Also ja, gucken wir mal weiter. Dann hatte ich noch Optik. Ja, so Aufbereitung hatte ich ja gemacht bei Patrick. Ich glaube, so um die 600 Euro kannst du damit rechnen. Müsste gucken, da gibt es da 1000 verschiedene Sachen. Also wir hatten jetzt auch keine Keramik. Also wenn, dann wollte ich auch noch mal demnächst eine Keramikversiegelung machen. Müsst ihr mal schauen, da gibt es da verschiedene Angebote. Ja. Dann Pflegemittel. In den letzten 5 Jahren habe ich so 1000 Euro gerechnet. Und dann liegt ja mal 1600 Euro. Bei den Preis zusammen sind 3450 Euro. Ja, und jetzt habe ich für euch nochmal so einen ganzen Überblick gemacht, wie die ganzen Kosten nochmal verteilt sind in den letzten 5 Jahren. Und hier sieht das nochmal. Also Kostenüberblick, wenn ihr guckt, ich gehe mal hier mit der Maus drauf, Benzinkosten, ist es mehr so die Hälfte von den ganzen Kosten. Ne? Das ist ja ungefähr die Hälfte. Dann Versicherung ist ein großer Teil, Wartung ist ein großer Teil, Steuern, Reparaturen war zum Glück nicht so viel, Tuning und Pflege ist auch nicht so viel. Also wie gesagt, Wartung, Versicherung und Benzinkosten. Also das ist so der größte Batzen. Und dann habe ich das nochmal aufgelistet. Also insgesamt in den letzten 5 Jahren 47.995 Euro. Also lasst das nochmal durch den Kopf gehen, 47.995 Euro. Also monatlich sind es 800 Euro. Ja, und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Deswegen, wenn euch für einen M3 interessiert, achtet auf den Unterhalt. Also wie gesagt, kaufen ist überhaupt nicht mal so schlimm. Die Preise gehen nach unten, obwohl jetzt gerade so die Grenze ist, wo man selten noch gute Modelle bekommt, was ich so gelesen habe, die jetzt nicht verheizt sind, nicht verbastelt sind. Und die Preise gehen jetzt so langsam nach oben oder bleiben stabil. Ja, also wie gesagt, dass ihr das nicht so vergisst, die ganzen Unterhaltskosten. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt einfach mal drunter, was ihr davon haltet. Komme ich damit hin? Habe ich mich vertan? Ihr müsst darauf achten, ich hatte den ja mit 100.000 Kilometer gekauft und die ganzen Sachen waren ja nicht sofort fällig bei mir. Zum Beispiel die Reifen, die waren auch noch ein bisschen gut und die Service und so, aber das muss man mal so gucken, wie lange diese Dauer von den Bremsscheiben, Bremsbeläge, das ist immer davon abhängig, wie ihr fahrt und ob ihr jetzt auf dem Ring fahrt oder andere Sachen. Also das waren so meine Kosten im Überblick und ja, würde mich mal ein Abo von euch freuen, wenn ihr weitere Videos zum M3 sehen wollt. Wenn ihr Bock auf den M3 habt, dann bleibt dran, abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen hoch und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, bis die Tage, haut rein. Ciao.